Auf der Caravan 2019 sind wir heute mit Jürgen Jung. Ja, grüß dich Jürgen, hallo. Hallo Sven. Ja, auf der Caravan, da lässt es gut leben. Es sind ganz viele Leute, die zu dir kommen und dich bereits erkennen. Ja, es ist leider so. Ich bin selbst erschrocken, wie viele Leute mich in Deutschland weit mittlerweile kennen über die Videos und die Filme, die wir zeigen. Und ich muss auch Dank an alle sagen, die mich hier persönlich begrüßen und mir vor allen Dingen sagen, dass das, was wir tun, auch gut ist und qualitativ auch sehr gut ist, dass sie sowas momentan im Internet sehr wenig finden. Ja, sehr schön. Wir stehen vor einem neuen Schlachtschiff, sage ich jetzt mal, von Moveo. Ein ganz tolles Produkt, ein richtig großes Auto. Ja, genau. Es gibt ja ab gestern die neue Motorengeneration mit Euro 6D Temp der Fahrzeuge. Und dementsprechend ist das jetzt alles, was wir hier sehen, die Modellreihe 2020 von Moveo. Und wir sind hier bei dem TAI, also teilintegrierte QB74, also 7,40 Meter lang, mit einem Queensbett und optional mit einem Hubbett, wenn man es dazu haben möchte, noch zusätzlich. Ja, wir fangen direkt mal außen an. Außenhülle komplett aus GFK? Die Außenhülle ist komplett aus GFK und wie bei uns üblich, die Fahrzeuge haben immer Komplettausstattung. Es ist immer alles das, was man üblicherweise braucht, bereits im Preis mit integriert. Du siehst hier die Markise, die Sattanlage, die Solaranlage, die Einstrittstufe, das Fenster in der Eingangstür mit der Verdunklung, Zentralverriegelung, Luftfederung. Die Fliegenschutztür. Fliegenschutztür, genau. Alles das, was mit anderen Aufpreis kostet, ist bei uns bereits im Preis inkludiert. Ja, wir können ja mal kurz drum rumgehen, dann sieht man es. Hier geht es nach hinten so ein bisschen hoch, dass man Platz hat auf der Rückseite für eine Heckgarage. Genau, also das ist die Heckgarage. Auch die sieht man beim Queensbett trotzdem sehr groß. Auch Fahrräder bekäme man jetzt rein, wenn man den Sattel etwas runter machen würde und das Vorderrad ausbaut. Aber das Wichtige ist auch bei uns immer, die zweite Garagentür hinten ist auch schon im Preis mit drin, was bei vielen anderen oder bei den meisten immer Aufpreis bedeutet. So, hier sieht man auch die entsprechenden Spezialkomponenten, die aufgebaut sind. Thule, einer der ganz großen Hersteller bei der Markise zum Beispiel. Hier wird nicht gespart. Nein, das sind alles Markenartikel, die aufgebaut werden. Hier ist jetzt eine Thule-Markise drauf. Fiamma wäre der zweite große Player auf dem Markt. Also die beiden Markisen sind immer an den Fahrzeugen verbaut. Winterfest? Fahrzeuge sind winterfest, haben beheizten Abwassertank und isoliert. So, wir gehen am besten mal kurz rein. Schauen wir uns mal um, denn so das richtige Wohnen beginnt ja innen. Was du mir gesagt hast, das Design der Fahrzeuge ist wirklich unerreicht. Die werden wo gebaut? Ja, die Fahrzeuge kommen von Pilote in Frankreich, werden bei Pilote gebaut und sind halt sehr, sehr qualitativ hochwertig gemacht. Was du auch siehst jetzt, hier haben wir jetzt eine neue Lederstoff-Polstergeneration. Der Kunde kann dieses Jahr in den 2020er Modellen zwischen 5 verschiedenen Polster- und Ledervariationen wählen. Wichtig ist auch das Sitzen. Es gibt ja einen Trend zu längs. Ich sag mal, Gruppen, die jetzt immer mehr und mehr kommen, aber du hast mir erzählt, dass diese Art und diese, ich sag mal, Aufteilung der Gruppe wirklich sehr, sehr praktisch ist. Wir haben ja auch einen Längsanteil auf der gegenüberliegenden Seite. Der kann sogar erweitert werden. Das heißt, wenn ich jetzt mal kurz anhalte, muss ich nicht immer alles umbauen, oder? Genau, also man muss nicht immer alles umbauen. Hier haben wir jetzt die Standardsitzgruppe drin. Die gibt es auch noch als L-Sitzgruppe. Aber auch hier kannst du halt, wenn du hier sitzt, eben den Tisch problemlos ausfahren. Und man kann halt auch hier sitzen und entsprechend was essen oder was trinken, wenn man jetzt einen kurzen Zwischenstopp machen möchte. So, Thema Hubbett. Wenn du mich da mal kurz aufklärst, es gibt die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine Familie habe, neben dem Queensbett, was hinten drin ist, was wir uns gleich mal angucken, noch ein Hubbett zu installieren. Genau, also das Hubbett gibt es immer optional. Das ist hier oben drüber, hat eine Breite von 1,40 Meter und wird elektrisch runtergefahren. Geht runter bis auf diese Höhe hier, auf die Sitzgruppe. Heißt, ich kann oben drüber mit 2 erwachsenen Personen zusätzlich fahren oder eine Familie eben im Prinzip mit 2 Kindern. Ja, man sieht das hier sehr schön. Du bist wie groß? Ich bin 1,81, also man sieht, ich habe immer noch ein bisschen Platz. Also selbst mit 1,85 oder so kommt man also immer noch gut klar. Hat man dieses Hubbett nicht, dann ist hier über der Sitzgruppe ein großes Heki-Medi-Fenster drin. Und dieses Skyroof-Hutzenfenster ist dann optional auswählbar. Das kann man optional dann dazu wählen oder weglassen. Das ist komplett elektrisch. Das bedeutet, ich habe hier keine Mühe, es rauf und runter zu lassen? Genau, es wird elektrisch rauf und runter gefahren. Und zwar ist der Schalter hier in diesem Schrank versteckt. Da möchte ich auch dazu sagen, es ist also problemlos, auch wenn mal Strom weg wäre, bekommt man das problemlos rauf und runter wieder.
Ja, hier sieht man auch gleich die Sattanlage mit drin. Das ist was ganz Neckisches, wie man das hier benutzen kann. Denn es ist sowohl zum Schlafen im Heck benutzbar, als auch vorne, als auch hinten, als sogar, glaube ich, sogar bei der geöffneten Tür. Genau, also man kann's benutzen, um im Bett zu schauen oder hier vorne in der Sitzgruppe zu schauen. Hier oben ist die Steuereinheit drin von der automatischen Sattanlage und hier ist das Bedienpanel eben für die Truma-Heizung, Warmwasser und warme Luft eben. Ja, das Ganze ist iNet Ready, bedeutet, ich kann es nachrüsten, dass ich über eine App das Ganze schalten kann. Genau, du kannst mit einer App im Prinzip von Ferne die Heizung steuern noch, wenn man das möchte. Genau. So, hier oben sieht man direkt mal ein großes Fenster, was auf die Messehalle... Das Fenster wäre jetzt in der Version ohne Hubbett eben nicht an der Stelle, sondern wäre über der Sitzgruppe verbaut. So, der Kühlschrank? Der Kühlschrank ist ein großer Kühlschrank, also ein riesengroßes Teil, wo unten eben normaler Kühlschrank ist und oben eben das Gefrierfach drüber. Ja? Auch da wieder elektronisch verstellbar, heißt der Kühlschrank sucht sich automatisch die Versorgungsart, die er im Moment hat. Hier merkst du jetzt, der wird auch gekühlt, weil Strom anliegt und er zeigt hier an, es wird mit Strom im Prinzip im Moment betrieben. Auf Automatik, dann sucht er sich automatisch die 3 Versorgungsarten. Ja, es gibt ein ganz großes Thema, ist das Thema Bedienung. Das Ganze wird immer einfacher, fast App-mäßig. Hier vorne sieht man die Einheit, die ist abnehmbar. Die ist nicht abnehmbar, die ist fest bei dem Modell hier. Man tippt drauf und dann hat man eben hier die Möglichkeit, eben Deutsch einzustellen. Jetzt siehst du schon alles das, was man sehen muss. Du siehst den Tank mit 75% gefüllt, den Abwassertank ist leer, die Batterie hat eben 88% und man kann halt über diesen Schalter hier, ich sage immer, die 3 Sicherungen reinmachen für die Heizung, fürs Licht, für die Pumpe und für die Zusatzgeräte, also AUX im Prinzip, Fernseher und alles das, was man eben im Wohnmobil zusätzlich eben an Steckdosen hat. Das kann man auch wieder wegschalten. Dann kann ich hier eben Nachtabsenkung machen und man sieht schön immer, wie das Fahrzeug im Moment geladen wird. Hier jetzt durch Landstrom, 230 Volt. Wenn jetzt Solaranlage würde gehen, die ja serienmäßig drauf ist, wäre der Fall von oben. Und wenn hier der Fall von vorne kommt, bedeutet es wird von der Lichtmaschine geladen. Ja, hier vorne sieht man es, Thema Kochen und Thema, ich möchte mal in Ruhe gelassen werden. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ganz hinten ist das Queensbett. Genau, hinten ist das Queensbett und wir können den Schlaf und den Badbereich einmal durch die Tür komplett schließen. So hast du hier 2 getrennte Bereiche. Das ist wie eine kleine Zweiraumwohnung, sage ich immer. Man kann hier vorne auch mal Fernsehen schauen, wenn ein anderer schlafen möchte oder in Ruhe ein Buch lesen möchte oder was in der Art und Weise. So, das kann also komplett abgetrennt werden. Habe ich zum Beispiel das Doppelbett, möchte ein bisschen mehr Platz haben, könnte einer hier oben liegen, der andere dort hinten. Genau. Die beiden sind akustisch auch ein bisschen entkoppelt. Das Ganze geht sogar noch mehr. Ich kann den Schlafbereich extra noch mal trennen, dann habe ich noch mehr. Genau, du kannst den Schlafbereich eben einmal geräuschmäßig und einmal nochmal optisch, nochmal durch diese Schiebetür nochmal trennen. So, dann hat man hier im Prinzip dieses Raumbad, hier eben die riesengroße Dusche, in der du auch entsprechend manierlich duschen kannst. Also ich zeige das mal. Wahnsinn. Also da kann man gut drin duschen. Hier ist eben die Glastür, die man eben komplett zumachen kann. Und auf der anderen Seite haben wir dann immer die Toilettenanlage. Wichtig ist auch immer, wenn man das mit den Mitbewerbern vergleicht, jetzt wir haben richtige Kurbelfenster überall drin. Also keine Fenster, die durch einen Bügel geöffnet werden müssen, sondern richtige Kurbelfenster. Das ist auch ein Mehrwert in diesem Fahrzeug, was viele andere Mitbewerber eben in der Basis so nicht haben. Ich würde dich mal gerade bitten, mal beide Türen zu schließen, mal hinten reinzugehen und dann normal mit mir zu reden. Ja, dann hörst du mich nicht mehr. So, jetzt ist schon Ruhe. Jürgen? Jürgen? Ja. Wahnsinn, er ist weg. Ich höre fast nicht. Alles klar, komm doch mal raus. Ja. Das ist das, was viele möchten, muss man dazu sagen. Genau, das ist das, was viele möchten. Man hat eben, wie gesagt, eine Zweiraumwohnung und man kann auch getrennten Sachen nachgehen, schlafen oder sonst was tun, ohne dass man eben den anderen stört letztendlich. So, Queensbett, hier haben wir es. Genau, das ist das Queensbett. Also man kann, der Vorteil ist, man kann um das Bett rumgehen, man kann aus dem Bett aussteigen, ohne dass man den anderen nachts belästigt, auf die Toilette gehen und jeder hat seinen eigenen Schrank, in dem er seine Sachen eben einhängen kann. Wir haben hinten diese schöne Rücklage an der Rückwand, auch wieder in diesem Kunstleder bezogen. Und es gibt eben alternativ auch diese beiden Lautsprecher mit der LED-Beleuchtung.
die dann entsprechend auch Musik noch hinten ans Bett bringen. Das Ganze ist sehr, sehr schön. Ich habe hier auch einen sehr wohnlichen Eindruck. Ich kann aber zusätzlich zum Fliegenschutz kann ich auch eine Gardine davor machen. Genau, also hier siehst du ja, ist die Gardine davor. Das gibt es auch in verschiedenen Optionen jetzt noch. Die kann man auch ganz wegmachen. Viele sagen, das stört mich, aber du hast den Anschein im Prinzip innen wie in einer Wohnung. Ja, hier vorne sieht man auch die Stereo-Lautsprecher, die an beiden Seiten sind. Die sind wahrscheinlich mit dem Fernseher gekoppelt, oder? Genau, die sind mit dem Fernseher und mit der Radioanlage vorne im Führerhaus gekoppelt. Ja, USB-Anschlüsse direkt da, wo sie hingehören. Was ist da unten drunter? Da unten drunter ist die Garage. Das ist die Garage. Genau, da ist die Garage drunter. Was es jetzt gibt, es gibt auch dieses Bett hier als Hubbett. Das heißt, das kannst du dann hochfahren um die Höhe. Ja, elektrisch um die Höhe bis hier unten drunter. Dadurch wird die Garage unten größer und du bekommst dann auch die Fahrräder, ohne das Vorderrad rauszunehmen, komplett in die Garage rein. Okay, stark. Das heißt, da, wo jetzt hier unten drunter jetzt der Kasten ist, habe ich nochmal Platz. Genau, also hier unterm Bett, ich hebe jetzt einfach nur mal die Matratze hoch. Hier siehst du, hier sind dann auch nochmal Staufächer, wo man halt Sachen reinlegen kann und eben entsprechend alles verstauen kann, was man so während der Fahrt mitnehmen möchte. Du selbst bist Elektromeister, du liebst die Qualität. Du bist ziemlich beeindruckt vom Moje, oder? Ja, also entscheidend ist ja vor allen Dingen, dass die Kunden beeinflusst sind und beeindruckt sind vor allen Dingen. Und das höre ich ja hier auf der Messe, dass mir jeder bestätigt, wie gut die Qualität ist und wie gut auch die Fahrzeuge sind. Und wir haben ja nur im Jahr 19 schon etliche Fahrzeuge verkauft in ganz Deutschland bis in die Schweiz und nach Österreich. Und ich muss sagen, wir haben 0 Reklamationen mit den Fahrzeugen. Es gibt also keine Probleme, wo man jetzt sagen könnte, da müsste man irgendwie mal was machen oder was tun, sondern ein Serienfehler, sage ich jetzt mal. Ein Serienfehler, genau. Die Fahrzeuge laufen problemlos und jeder ist damit zufrieden. So, hier vorne sieht man sehr schön den schönen Bereich der Küche. Auch hier habe ich USB. Das ist ganz nett. Ist USB und 12 Volt und die normale Steckdose. Ja? Steckdosen sind überall. Steckdosen sind in der Küche, 220 Volt. Steckdosen sind im Bad. Steckdosen sind in der Heckgarage. Und dieses Jahr in der Option 2020 ist es so, dass wir auch die Option haben, einen Backofen hier unten einzubauen. Hier unten drunter kann man also einen Backofen bekommen, so wie zu Hause in der Küche. Dann ist eben dieses Teil, hier oben sitzt der Backofen und hier unten ist noch eine Schublade, die man dann entsprechend aufziehen kann. Es gibt Leute, die möchten gerne eine Spülmaschine haben. Was hast du da für eine Antwort? Es gibt keine Spülmaschine, man muss von Hand spülen. Okay. So, ich zeige mal ganz kurz Kleinigkeiten. Hier der Handgriff ist mit dabei. Genau, der Handgriff, das ist alles serienmäßig. Da fragen die Leute auch danach, gerade etwas Ältere, wenn sie raus oder reingehen wollen. Das ist halt ein sehr wichtiger Sicherheitsaspekt, den man auch immer haben sollte und darauf wird auch nicht verzichtet. So, jetzt habe ich dreckige Schuhe, komm rein. Ich gehe mal kurz raus. Dann zeige ich das mal ganz kurz und habe da unten so ein kleines Fach. Kann man das öffnen? Genau, das Fach kannst du öffnen. Das ist eben das Schuhfach. Das kann man aufmachen. Da kann man halt die Schuhe reinstellen. Ob die dreckig oder sauber sind, spielt jetzt mal erst keine Rolle. Aber das ist im Prinzip das Schuhfach, was dafür gedacht ist, um die direkt von vorne reinzustellen. Ja, es gibt jetzt auch ganz neue Motoren. Es gibt auch aus dem Saarland ein neues Getriebe. Genau, das ZF-Getriebe mit 9-Gang Doppelwandler kann man bestellen. Bedeutet halt einen sehr hohen Komfort beim Fahren, der deutlich besser ist wie der Komfort, den wir vorher mit den halbautomatisierten Getrieben hatten. Es gibt neue Motoren. Man kann wählen zwischen 140 PS, 160 PS, 180 PS und wenn man möchte auch 120, wobei meine Empfehlung ist, die 120 PS ist halt einfach untermotorisiert für diese Fahrzeuge, sollte man mindestens auf 140 gehen. Am Berg oder wenn ich jetzt mal eine Last hinten dran habe, das kann ja mal sein. Es gibt auch eine Anhängerkupplung? Es gibt Anhängerkupplung optional, kann man dran machen. Und dann sollte man auf jeden Fall Minimum 160 oder die 180 haben, damit man auch entsprechend zügig Berge hochkommt und mal überholen kann auch noch. So, jetzt ist Abend. Ich kann überall zumachen, auch vorne? Du kannst überall zumachen. Es ist ein komplettes Verdunklungssystem, immer im Preis inkludiert. Mit drin? Mit drin, immer mit drin. Hier vorne siehst du die Frontrollo, die man komplett zumachen kann. Und auch die Seitentüren sind komplett verschließbar. Also du hast hier das komplette Verschlusssystem. Du hast komplett dunkel abends, wenn du zumachen möchtest. So, jetzt bin ich in südlichen Gefilden. Man sieht eine Dachklimaanlage. Ist das möglich hier? Ja, Dachklimaanlagen bauen wir bei uns in Saarlouis in der Werkstatt nach, wenn man die haben möchte. Entweder als Dachklimaanlage oder als Kastenklimaanlage. Das machen wir genauso wie die Invertergeschichte. Sprich also so, dass man während der Fahrt rund um die Uhr, unabhängig vom Landstrom, eben zusätzlich 230 Volt hat.
Und wir machen das jetzt auch ganz neu so. Wir haben eine Box, wir speisen direkt die 230 Volt ins komplette Bordnetz ein. Sobald man den Stecker von außen mit Landstrom einsteckt, schaltet die Inverterbox ab und man bekommt den Strom von außen. So, das schöne Geschäft, denn es ist so, man kann bei diesen Fahrzeugen bedenkenlos auf die Toilette gehen, auch fürs große Geschäft, kein Thema mehr. Das ist eine richtig große Anlage, die ist drehbar, das heißt, ich habe richtig viel Platz. Genau, also du siehst jetzt, dieser obere Teil, dieser obere Deckel ist eben drehbar. Und wenn man jetzt sich hier bewegt, selbst mit langen Beinen, wenn ich jetzt hier auch noch zumachen würde, habe ich also keine Probleme, weil ich habe ja jetzt theoretisch durch diese beiden Türen hier einen Raum gespart. Wenn ich fertig machen möchte, wenn du noch mal kurz schließt, dass man das mal sieht, dann habe ich die Möglichkeit, dass der andere Partner einfach weiter schläft oder ungestört ist und ich kann hier föhnen, kann mich fertig machen, bitte noch mal öffnen und bin komplett getrennt. Genau, also das ist vor allen Dingen das Wichtige, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja öfters schon mit diesen Fahrzeugen auch weg war. Ich gehe morgens laufen, meine Frau möchte noch schlafen, komme dann zurück und ich tue duschen und die schläft immer noch, wenn ich ausgeduscht habe. So ist es. Doppelte Türen, die da sind. Hier vorne sieht man trotz der engen Raumverhältnisse habe ich einen quasi, ich sag mal, einen Spültisch, der sieht fast aus wie Porzellan. Ist es Porzellan? Ja, nein, es ist Kunststoff, es ist ein hochwertiger Kunststoff, muss natürlich alles leicht sein und von daher ist das das, was eben in den Wohnmobilen heute gang und gäbe ist. Man hat einen großen Schrank, eben für die Sachen einzustellen. Hier unten ist die 230 Volt Steckdose und unter dem Waschbecken gibt es auch natürlich noch einen Schrank. Mit welchem Führerschein darf ich denn fahren? Mit dem normalen Dreierführerschein, sprich also 3,5 Tonnen. Also alles das, was der normale Dreier oder heute glaube ich B heißt das, bin dann nicht auf dem aktuellsten Stand, aber auf jeden Fall mit dem normalen Pkw-Führerschein darf man diese Fahrzeuge alle fahren. Zuladung? Ja, Zuladung kommt immer auf die Länge an. Bei dem jetzt hier, ich sage immer ca. 500 Kilo. Wir haben auch schon mehrere verwogen jetzt bei uns in Saarlouis und können deswegen ziemlich genau sagen, also 500 Kilo hat man immer so Zuladung. Auflastung, geht das? Auflastung geht, da gibt es eine Änderung jetzt mit den neuen Regelungen. Auflastung auf 3.650, also 3.650 hat man 150 Kilo mehr oder eben auf 4.250. Dann ist man aber LKW-Standard. Okay, das bedeutet also mit dem alten Dreier geht's noch? Mit dem alten Dreier geht es dann nicht mehr. Doch, der alte Dreier wäre dann der richtige, aber die neuen können dann nicht mehr damit fahren. Genau. Heißt aber auch, ich habe dann einige Nachteile. Zum Beispiel in Österreich zahle ich mehr Maut. Mehr Maut, man muss die Autobahngebühren bezahlen, man muss jährlich auf den TÜV fahren, die Steuern sind anders. Also man darf teilweise in die Städte nicht reinfahren, weil die auf 3,5 Tonnen gesperrt sind oder 3,7 Tonnen gesperrt sind. Der Wiederverkauf, also das heißt, die Rückrüstung würde dann gehen? Man kann immer wieder ablasten, klar, aber das ist natürlich immer wieder mit Aufpreis verbunden. So, wenn du mal kurz rausgehst, dann machen wir die Abmoderation. Zeigen wir mal gerade, wie er heißt. Also er ist winterfest. Das Thema Frischwasser, wie viel, was geht da rein? Ja, 110 Liter Frischwasser und 100 Liter Abwasser. So, und hier war die Anlage fürs... Genau, hier wird Frischwasser aufgefüllt und Abwasser ist hier neben dem Eintrittsstufe ist der Hebel, um das Abwasser eben abzulassen. Wenn ich jetzt auf dem Platz bin, wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt das Abwasser, zum Beispiel das Grauwasser entsorgen will? Ich fahre, jeder Platz hat eine bestimmte Stelle, wo man hinfährt. Da kann man Wasser füllen und Abwasser ablassen. Dann fährt man auf diesen Platz, da ist so eine Art Trichter im Boden eingelassen. Man zieht nur auf und dann läuft das Abwasser in diesen Trichter rein und wird ganz normal auf dem Platz entsorgt. Ja, ein schöner Wagen. Wunderschön. Werterhalt, was denkst du? Also Werterhalt bei den Fahrzeugen ist sehr hoch. Man sieht das auch an den Banken, auch jetzt wieder hier auf der Messe. Die Fahrzeuge werden zum Teil 100% finanziert mit 150 Monaten Laufzeit. Von daher ist das für die Banken sicherer wie ein Haus heute. Und auch mit der neuen Motorentechnik jetzt hat man eine langlebige Sache, weil ja so schnell jetzt auch nicht mehr mit großen Änderungen zu rechnen ist. Ja, nochmal kurz zu den Motoren. Was ist das für ein Zugfahrzeug? Das ist jetzt bei der Generation, hier sind es jetzt erstmal Fiat-Motoren, also Fiat Ducato, auf der Euro 6D Temp Basis. Also die Basis, die seit gestern vorgeschrieben ist. Neufahrzeuge dürfen nur noch Euro 6D Temp zugelassen werden. Wenn jetzt einer kommt und sagt, naja, da sind jetzt nur 4 Räder dran, ich kenne 2 Achsen wegen der Sicherheit, das sind LKW-Reifen, gell? Die halten einiges aus. Das sind spezielle Camperreifen von Michelin. Also die sind schon zugelassen, so dass sie auf jeden Fall Traglast ist das. Traglast, genau, so dass sie auch die 4,25 aushalten würden, also 4.250 Kilo. Und wir haben hier nur 3.500.
Wie oft ist da mal ein Reifen geplatzt oder ein Platten? Wie oft kommt das vor? Noch nie. Also Noch nie. Platten kommt schon mal vor, weil man in eine Schraube oder was reinfährt, aber geplatzt weiß ich nicht, dass das schon mal passiert ist. So, wenn ich das jetzt haben möchte, wir sind ja zurzeit auf der tollen Ausstellung hier in Düsseldorf, der Caravan 2019, aber das kann ich ganzjährig haben bei dir. Genau, also die Fahrzeuge stehen alle bei mir jetzt ab Mitte September bis Anfang Oktober, die neue Generation 2020. Und bitte anrufen, Termin machen und dann können wir uns gerne die Fahrzeuge angucken. Und jeder bekommt von mir auch bis Ende September noch den Messepreis. So, es gibt einen speziellen Preis dafür. Bitte dann einfach anrufen. Die Telefonnummer, die steht bei uns im Text mit drin. Warum sollte ich denn gerade bei dir kaufen in Saarlouis? Ich meine, das Thema Moveo ist ja verfügbar in ganz Deutschland, aber du liebst deinen Job, oder? Ja, also jeder darf kaufen da, wo er möchte generell, aber es ist halt so, dass viele Leute eben zu uns kommen aus ganz Deutschland oder ich sag schon fast aus ganz Europa und da muss sich ja jeder seine eigenen Gedanken machen, wo er kaufen möchte. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund jetzt wegen der Entfernung bei uns nicht zu kaufen, weil die Fahrzeuge keine Probleme machen und von daher kann ich mit dem Chassis, also mit dem Fahrgestell Fiat oder Citroën in dem Fall, ja sowieso in jede Werkstatt örtlich gehen und im Aufbau gibt es keine Probleme, wo man jetzt jeden Tag in der Werkstatt hängen müsste oder zu uns kommen muss. Wenn jetzt mal ganz kleine Sachen, kleine Problemchen mal auftreten, eine Schraube locker irgendwas ist, da, ich sag mal, gibt es Partner, mit denen du zusammenarbeiten kannst? Genau, da haben wir Partner deutschlandweit, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann fährt man in die Werkstatt, das ist vorher abgesprochen, dann wird das gemacht und wir bekommen die Rechnung und damit ist das Problem gelöst. Die Garantie wie lange? Ja, die Garantie ist vom Fahrgestell her 2 Jahre. Und vom Aufbau auch 2 Jahre und die Dichtigkeitsgarantie ist 7 Jahre. Da steht da, der Thai 74 QB H. H bedeutet das Hubbett über der Sitzgruppe. Okay. Genau. So, und der kostet jetzt 60.990 für das Geld. Unerreicht, ja? Unerreicht, genau, für das Geld und vor allen Dingen mit dieser komplett All-in-One-Ausstattung. Alles dabei. Ja, da haben doch einige Deutsche dran zu knabbern, oder? Ja, nicht nur Deutsche, auch andere. Tschüss, Jürgen Jung von der ADAC Wohnmobilvermietung. Wohnmobile-saarland.de. Tschüss, Jürgen. Ja, tschüss, Sven.